Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 24. Januar 2018 erschien das Video Auspacken die Zweite, in dem Rainer seine neue Hose von EMP präsentierte. Obwohl diese Hose ebenfalls Größe 7XL ihm passte, gab er zu, abnehmen zu müssen und richtete dann noch eine kleine Ansprache an die Zuseher. Also tut mir den Gefallen und hört auf zu heucheln. Keiner von euch hat vielleicht 7XL, vielleicht hat es jemand und sagt es einfach nicht. Aber ich habe wenigstens die Eier zuzugeben, was ich habe. Wie schaut es mit euch aus? Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, ob Junge, ob Mädchen. Es gibt genug da unter euch, die so eitel sind und so gut aussehend glauben zu sein. Auf Twitter stritt sich Rainer mit anderen Nutzern. Am 26. Januar wurde Rainers Instagram-Account gesperrt, während er den ganzen Tag damit verbrachte, Overwatch zu spielen. Am 27. Januar packte der Junauer Kuli ein Paket aus, bei dem Rainer offensichtlich fälschlicherweise als Absender angegeben war. Daraufhin machte Rainer seinem Unmut in Kulis Chat Ausdruck, was vom Drache-Schaut-Bot archiviert wurde. Am 28. Januar erschien Anime Top 5 Ja oder Nein, in dem Rainer seine Zuseher fragt, ob er Videos über Anime machen soll. Vom 29. Januar existieren wieder einige Teamspeak-Leaks. Darin zeigte sich Rainer enttäuscht, dass seine Zuseher keine Videos über Marvel wollten, weigerte sich aber auch, neue Folgen 4 Drachen und der Metal zu bringen, obwohl diese gewünscht wurden. Auch behauptete Rainer, er würde oft absichtlich Rechtschreibfehler in seine Videotitel packen, um damit zu provozieren. Zurzeit, so erzählte er, arbeitete er an mehreren Büchern, darunter Titel wie Die Geschichte zweier Liebender, Drachenseele, Gedanken an Elfen, In den Augen eines Mettler und Kindermädchen. Rainer war auch der Meinung, dass das sogenannte Drachengame langsam verschwinden würde, selbst wenn er weiterhin Videos produzieren würde. Dann gab er sich trotzig und erklärte weiterzumachen. Muss ich dazu sagen, es ist halt letztlich so, dass ich mein Geld damit verdiene und dass ich, wenn ich aufhören würde, trotzdem immer noch Leute kommen würden. Und zumindest gehe ich davon aus. Vielleicht würde es irgendwann aufhören, aber Problem ist halt, was mache ich dann? Also es ist natürlich kein schönes Gefühl, zu wissen, dass wegen einem hier so viel Scheiße passiert. Aber ich muss halt trotzdem sagen, dass ich mich auch nur mäßig dafür verantwortlich fühle. Einfach auch deswegen, weil ich halt letzten Endes nicht die Entscheidungen oder nicht die Handlungen anderer entscheiden kann. Oder die Konsequenz dadurch, dass ich Videos mache, ist, dass ich Hater habe. Aber auch, das ist eine negative Konsequenz. Die positive Konsequenz ist, dass ich zum Beispiel damit Kohle verdiene. Das ist die positive Konsequenz davon. Die negative Konsequenz ist, dass Leute hier bei mir vorbeikommen. Damals, zumindest 2016, war die positive Konsequenz dadurch, dass ich Poster verkauft habe und dadurch Geld eingenommen habe. Okay, pass auf. Ich mache einen Job. Ob du das jetzt als Job siehst oder nicht, ist mal dahingestellt. Das ist auch völlig irrelevant gerade. Ja. Aber ich verdiene mein Geld mit dem, was ich tue. Und ich habe durch meinen Job, das, was ich tue, den Nachteil, dass natürlich andere Menschen darunter leiden. Das ist richtig. Aber es gibt auch viele Menschen, die dadurch Vorteile haben. Sei es jetzt eben, wie gesagt, die Leute, die hier Gaststätten betreiben oder sonstiges. Oder auch vielleicht Menschen, die im Internet leben oder halt im Internet sind. Im Internet leben ist Quatsch, das geht ja gar nicht. Menschen, die im Internet meine Videos sehen und dann zum Beispiel dadurch motiviert werden, weil sie merken, dass so viel Scheiße um mich herum passiert und ich trotzdem nicht aufgebe und nie den Mut verliere und immer noch mein Zeug weitermache. Und solchen Menschen gebe ich wieder Hoffnung. Am 1. Februar 2018 wurde Rainer im Stream nach seiner Arbeit gefragt. Jo,
Wie war die Arbeit? Die Arbeit war gestern, nicht oder war die heute? Ich hab vergessen, wie ich euch angelogen habe. Tut mir leid. Hast jetzt Feierabend? Ich hab vergessen, wie ich euch angelogen habe, wann ich arbeiten bin. Passiert. Passt schon. Lügenlord. Hey, den Rang habe ich mir hart erarbeitet. Harte Arbeit. Kannst du gar nicht vorstellen, ey. Auch behauptete Rainer wieder einmal, sich geändert zu haben, beschwerte sich dann aber, wie so oft, über die Moderatoren auf YouNow. Aber die Moderatoren sind sowieso so faul und so dreckslangsam auf der Webseite, dass man wirklich eigene Moderatoren für den Stream bräuchte. Dankeschön. Wenn ich auf irgendjemanden sauer bin im Stream, dann sind es wirklich die Drecksmoderatoren von YouNow, ganz ehrlich. Man kann echt nichts auf dieser Webseite machen, ohne dass man einen Moderator irgendwie reinzoomen muss. Für alle meine normalen Zuschauer, wenn ihr dieses Gespamme für Kindergarten haltet, dann schmeißt doch mal eine 1 in den Chat und spammt mal eine 1. Okay, es sind nur 2 Leute, die 1er spammen. Irgendwie finde ich das traurig. Und an die asozial schlechten Moderatoren, ihr könnt nix. Da Tanzverbot nach dem Einzug in seine neue Wohnung kurz ohne Strom war und darüber getweetet hatte, veröffentlichte Rainer am 2. Februar das Video Antwort an Tanzverbot, mein Tipp für stromlose Zeiten. Darin redet er hauptsächlich über Möglichkeiten, sich ohne Strom zu unterhalten, hat aber keine Tipps dafür, wie man zum Beispiel Essen zubereitet. In einem Teamspeak-Leak vom 4. Februar behauptete Rainer, keine gesundheitlichen Probleme zu haben und seit 2013 nur 10 Kilogramm zugenommen zu haben. Weiterhin beharrte er vehement darauf, eine Freundin zu haben und darauf, dass sein Haus nicht heruntergekommen war. Du kannst nicht verneinen, dass du in einer abgefuckten Bude wohnst. Das kannst du nicht verneinen. Digga, Das kannst du nicht verneinen, Rainer. Ich hab nicht vor, irgendwas zu verneinen. Nee, aber das sieht es aus, das kann doch nicht sein. Du bist Das doch kein interessiert Messi, mich, oder was? das interessiert mich. Woher weißt du, wie es bei mir zu Hause aussieht? Mal abgesehen von dem Abstellzimmer oben, was ich in meinem Video neulich gezeigt habe. Also mir reicht es, wenn ich sehe, wenn Leute dich besuchen, wie das draußen aussieht. Also das ist ja nicht normal. Also wenn du mein Nachbar wärst, Rainer, ich würde ein Hof und mein Haus selber sind keine Dinge. Ja, Sind keine Referenz. Das sieht ja aus wie in Tschernobyl in deinem Na und? Hof. Na und? Ja, das ist ja nicht normal, Rainer. Ich will dir nur helfen. Ist es nicht? Krieg dein Leben in den Griff mal. Das ist nicht normal. Hast du ein eigenes Haus? Hast du einen eigenen Hof? Ein eigenes großes Grundstück? Das sind halt momentan so Zimmer, die halt so aussehen, wie sie aussehen. Mein Gott, du musst doch nicht hier leben. Ja, aber ich sag's dir nur, dass es nicht normal ist. Ich versuche dir zu helfen ein bisschen, weißt du? Weißt Weil du, du kriegst das ich nicht finde, mal bei manchen anderen Leuten schaut es weit schlimmer aus als bei mir. Es gibt auch ein paar YouTuber, bei denen es weit schlimmer aussieht als bei mir. Ich bin weder ein Messi, was immer über mich behauptet wird, noch bin ich jemand, der in irgendeiner Art und Weise im Saustall lebt. Ja, bei mir ist es unordentlich, weil ich prinzipiell kein ordentlicher Mensch bin. Aber deswegen ist es bei mir trotzdem nicht so schlimm wie bei anderen. Und bei mir, meiner Meinung nach, lebe ich in einem durchschnittlichen Chaos. Das bei der Mehrheit von den Leuten so ist. Boah, das ist doch komplett Und genau das ist eine abgefuckte Argumentation. Das ist genau der Aber Punkt. du bist zufrieden jetzt so, wie du lebst. Ja. Aber Ja. Rainer, das ist doch eine abgefuckte Argumentation. Nein, das ist gleich, keine wenn ich abgesagte Doch, Argumentation. ich Du lebst so, wie du willst. Lass mich doch Und jetzt. ich lebe so, wie ich will. Ihr könnt euren Standard bei mir nicht anlegen, Ja, richtig. weil ihr nicht hier rumgelaufen seid. Ihr habt keine Ahnung, wie der Boden aussieht, ihr habt keine Ahnung, wie irgendwas aussieht, außer das, was ihr auf dem Video seht. Und auf Ich sag dem ja gar Video nicht, dass es schlimm ausschaut. und auf dem Video seht ihr lediglich das, was die Kamera einfängt. Und das ist vielleicht 30%. Später kam auch noch ein anderer Hater in den Raum. Ist, dass du mich da nicht Rainer, mitkriegst. Rainer, Ruhe. Wir müssen da gar nicht drüber reden. Rainer Lä brauchst du mich nicht nennen. Und Ruhe bin derjenige, das sagt nur ich. Wieso? Weil ich hier der Chef bin und nicht du. Ja, wir reden doch gerade miteinander. Und deswegen hast du nicht Ruhe zu mir zu sagen. Toll.
Außerdem, wenn man hier reinkommt und mich direkt beleidigt, braucht man sich nicht wundern. Wer hat dich denn beleidigt? Wird. Du? Wieso das denn? Wenn du es schon vergessen hast, dann solltest du dich vielleicht mal beim Psychiater untersuchen lassen. Kannst du beweisen, dass er dich beleidigt hat? Klar, ich habe die Aufnahme. Ja, dann spiel sie mal vor. Ich will aber nicht, dass du mich aufnimmst. Mir scheißegal, ob du das willst oder nicht. Für den Stream am 5. Februar hatte sich Rainer die Haare grün und den Bart rosa gefärbt, um Fasching zu feiern. Am 8. Februar reagierte Tanzverbot im Stream auf Rainers Video mit den Tipps für stromlose Zeiten. Am 9. Februar streamte Rainer auf YouNow in der Kategorie Worldwide. Metal guys and welcome to my stream on YouTube, on YouNow. I stream to this day on Worldwide on YouNow. And I speak English. I speak very crap English. My English is very crap. On my stream, give music wish on my stream for my abonnents. Am 14. Februar erschien Drache auf den Radl 1. Darin filmte sich Rainer, als er für etwa 7 Minuten auf dem Hometrainer trainierte und danach ziemlich außer Puste war. An diesem Tag eröffnete in Parkland, Florida, ein ehemaliger Schüler der Stoneman Douglas High School Feuer auf seine Mitschüler. Auf Twitter versuchten Trolle neben üblichen Verdächtigen wie Sam Hyde auch Rainer als angeblichen mutmaßlichen Schützen bekannt zu machen. Vom 15. Februar existiert ein Teamspeak-Leak, in dem Hater Rainer als Tanzbären bezeichnen und auffordern, für sie zu tanzen. Andere Hater wiederum versuchten Rainer Tipps zu geben, wie er auf YouTube mehr Erfolg haben könnte, zum Beispiel mit mehr Radl-Videos. Rainer behauptete allerdings, seine Videos nur zum Spaß zu machen und einer geregelten Arbeit nachzugehen. Aber wovon lebst du denn, Drache? Wovon ich lebe? Davon, dass ich arbeiten gehe. Ja, von dem, was, von deinem Job, von deinen Streams und von deinen Videos. So, und jeder... Noch einmal, davon, dass ich arbeiten gehe. Was arbeitest du denn? Geht euch nichts an, das ist Privatsache. Ich arbeite seit 3 Jahren in einer Firma und keiner weiß es in welcher, also von daher... Ja, dann ist doch gut, dann freut mich für dich, dass du Arbeit gefunden hast. Daraufhin schrieb ein Hater eine Mail, in der er über diesen angeblichen Beruf berichtet, an Rainers Stromanbieter, bei dem Rainer erhebliche Schulden angehäuft hatte. Auch behauptete Rainer, die YouTube-Videos von ABCDF, der Zusammenfassungen von Rainers Streams hochlud, nach Belieben löschen lassen zu können. Ich hau sie raus, wenn ich will. Meine Macht demonstriere ich dadurch, dass sie gelöscht werden. Ja, aber warum hast du denn eine Macht? Oder blockiert werden. Aber sie werden ja nicht gelöscht. Du bist doch ein normaler Mensch, du hast keine Macht. Draußen oder sie sind kurzzeitig gelöscht gewesen. Das ist keine Macht. Ja, Drache, aber du hast keine Macht. Du hast einfach nur... ich habe keine Macht und deswegen bin ich derjenige... Sag mal, bist du bei WoW oder was? Drache, hättest du Macht, dann hättest du längst die Hater alle weg. Gib mir ein Video von ABCDEF und ich hau's raus. Am 16. Februar streamte Rainer, obwohl er krank war und musste dabei mehrmals stark husten. Dann adressierte er die Hater. Anfangs habe ich euch mit Lügen gefüttert, später mit Wahrheiten, die sich dann als Lügen herausgestellt haben, und dann habe ich euch mit Wahrheiten gefüttert, die ihr für Lügen haltet. So was nennt man psychologische Kriegsführung, und jetzt lachen wahrscheinlich wieder ein paar, aber trotzdem habe ich recht und ihr wisst, dass ich recht habe. Also akzeptiert einfach euer Schicksal, dass ihr verloren und ich gewonnen habt. Die nächsten Tage gab es dann kaum Lebenszeichen, außer den üblichen Let's Plays von Zelda, Doom und Moorhuhn. Am 21. Februar streamte Rainer dann in den frühen Morgenstunden und enthüllte, dass bei dem Song, an dem er arbeitete, weder der Text noch die Komposition von ihm stammten. Am 24. Februar äußerte sich Rainer im Stream zu seinem Gewicht und seiner Ernährung. Weil du wieder radelst, kann ich dir eine Low-Carb Ernährung empfehlen. Kannst essen, was du willst. Liebe Grüße. Wer sagt, dass ich abnimm? Das hat ja noch mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß, das, was ihr so von mir seht, was ich esse,
und alles. Ich weiß, dass ihr ziemlich viel Müll seht, den ich esse. Wie, keine Ahnung, irgendwelche Chips oder so ein Zeug. Ja, ich esse viel Müll. Aber bei mir ist es wirklich so, ich esse eigentlich ansonsten normal recht gesund. Abgesehen von ein paar Sachen ab und zu mal im Monat. Und bei mir ist es einfach nur die Bewegung, die fehlt. Leute, nochmal, ich will nicht abnehmen. Habe ich gar nicht nötig. Ich bin bei weitem nicht so fett, wie ich immer ausschaue in meinen Videos und Streams. Und wenn ich mal richtig anfange, mich wieder zu bewegen und wieder viel mehr zu laufen, dann purzelt es auch von alleine, wenn ich es drauf anlegen würde. Am 25. Februar erschien dann Rainers Song mit dem Titel Ankündigungslord. Dieser war mit dem selbstironischen Text auch eine Antwort auf Iblalis Einladung zur Roast Yourself Challenge. Auf dem Teamspeak behauptete Rainer während einer erhitzten Diskussion, seine Mutter und Schwester aus seinem Haus rausgeschmissen zu haben. Auf Nachfrage korrigierte er sich später jedoch. Leute, gut, ich habe niemanden rausgeschmissen. Zu dem Zeitpunkt gehörte mir das auch noch nicht. Meine Mutter und meine Schwester sind ausgezogen. Punkt. Am 27. Februar mahnte Rainer einen seiner Fans auf Twitter ab, da dieser auf die Hater eingegangen war. Im Stream regte er sich über das YouTube-Video Drachenlord 50 Lügen und Widersprüche auf. Am 28. Februar erschien das Video Top 5 Romantic Animes Folge 1, in dem Rainer über einige seiner Lieblingsanime redet. An diesem Tag streamte Rainer ca. 4 Stunden lang und schimpfte dabei über Hater und andere YouTuber. Für mich sind solche YouTuber, die ein paar Millionen Abonnenten haben und dann auch so einen Kindergarten mitmachen oder noch fördern, keinen Deut besser als solche Leute. Aber anstatt herzugehen und zu versuchen, einen zu unterstützen, gehen andere lieber her und machen nur Scheiße. Und unterstützen auch noch den Hate. Schaut euch Iblali an. Der Typ hat über 2 Millionen Abonnenten. Und was macht er? Er geht her und mobbt mich, anstatt herzugehen und zu versuchen, erst einmal die Sache so zu klären, friedlich zu klären. Was ich von Anfang an wollte. Aber Iblali bringt nach Wochen und Monaten immer noch ab und zu mal irgendeinen Joke über mich, den ich durch Zufall rausfinde, weil ich schaue ihn ja mittlerweile nicht mehr. Irgendjemand sagt mir das. Ja, die von EMP, das geilste, EMP, habe ich auch Stress mit denen. Die bringen in ihrem Katalog irgendein Mittwoch-Shirt und wissen ganz genau, dass es irgendwas mit mir zu tun hat und nicht sonderlich cool war. Der Hate um mich herum wurde teilweise von solchen Leuten noch geschürt. Wie Iblali oder Herr Newstime. Um mal nur 2 zu nennen. Dann sprach er über Mobbing und machte den deutschen Rechtsstaat für seine Lage verantwortlich. Die Polizei interessiert sich nicht für Mobbing. Mir wurde sogar mehrfach gegenüber schon immer wieder gesagt, dass da einfach nichts gegen gemacht wird. Und dass Mobbing nicht als Straftat gilt. Obwohl, vielleicht täusche ich mich, aber soweit ich weiß, wird es als Straftat gewertet. Oder als sagte ich immer, in Deutschland gilt Meinungsfreiheit und man kann definitiv sagen und machen, was man möchte. Zumindest im Sinne von, wenn man nicht gegen das Gesetz verstößt. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt bestimmt richtig. Aber es ist trotzdem ein Fakt, dass es einen Unterschied gibt zwischen seiner Meinung sagen und andere Leute absichtlich mit seiner Meinung verletzen. Schließlich behauptete Rainer einem Gast gegenüber, dass sich sein Gesundheitszustand verbessern würde. Gesundheitlich geht es mir überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil. Mir geht es mittlerweile, dank der Sache mit der OP, geht es mir mittlerweile weit sogar besser als im letzten Jahr. Weil ich habe ja halb 16 und fast ganz 17 Probleme mit meiner Galle gehabt. Nach der Sache mit dem Schlagstock war das ja. Rainer hatte zwar erkannt, dass auch sein Umfeld unter den Hatern litt, allerdings wies er zunehmend die Verantwortung von sich und wollte auch nicht auf die Einnahmen aus seiner Online-Präsenz verzichten. Damit war der Hate zu seinem Geschäftsmodell geworden und er nahm es in Kauf, dass auch Unbeteiligte mit den Konsequenzen leben mussten.